Hallo und herzlich willkommen zur 131. Folge von Fräulein Maja empfiehlt. Heute geht es um außergewöhnliches Trinkverhalten von Katzen. Die Idee zu dieser Folge hatte Hector Salamanca. Vielen Dank dafür. Nicht nur besondere Bedürfnisse unserer ehemaligen Wüstenbewohner stellen wir euch heute vor, sondern auch einige Marotten oder Ticks, die uns von euch zugetragen wurden. Es ist wieder einmal Sommer in Deutschland und es ist warm. Der Klimawandel ist mittlerweile unleugbar angekommen. Nicht nur wir Zweibeiner müssen bei diesem Wetter auf eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr achten, sondern auch die Vierbeiner. Damit das klappt, erst einmal ein paar Tipps und Marotten unserer Fellnasen. Ihr habt tolle Trinknäpfe gekauft und füllt sie täglich mit frischem, kaltem Wasser. Doch eure Samtpfoten trinken lieber aus Blumenvasen oder Gießkannen. Die Fellnasen sind schon sehr eigen, wenn es um Wasser geht. Manche Fellnasen bevorzugen abgestandenes Wasser. Frisches wird ignoriert. Andere umschleichen argwöhnisch den Wassernapf an der Futterstelle, trinken aber nicht. Lieber wird der Wasserhahn im Bad oder die Duschwanne abgeschleckt. Warum ist das so? Katzen trinken in der freien Natur häufig nicht dort, wo sie fressen. Das hat zum einen mit Fressfeinden zu tun und zum anderen mit ihrer Herkunft. Als ehemalige Wüstenbewohner waren sie es gewohnt, an verschiedenen Wasserstellen ihren Durst zu stillen. Diese Angewohnheit sitzt tief verankert in ihrem Wesen und ist völlig natürlich. Um euren Fellnasen entgegenzukommen, verteilt ihr einfach mehrere Wasserstellen in der Wohnung. Seitdem wir 3 Wassernäpfe anbieten, trinken die Fellraketen bedeutend besser. Selbst unser trinkmüder Mokka schlabbert nun ausgiebig an der Trinkschale im Fensterbrett und genießt dabei den Ausblick. Eure Fellnase wirft den angebotenen Wassernapf lieber beim wilden Spiel um, als aus ihm zu trinken. Egal was ihr macht, es ist immer eine große Sauerei um die Wasserstelle. Und euer flauschiger Liebling findet das auch noch toll. Wenn getrunken wird, dann wird lediglich die Pfote eingetaucht und abgeschleckt. Doch wie bekommt man die Samtpfote dazu, das Wasser zu trinken, anstatt damit zu spielen? Katzen leben ihren Jagdtrieb manchmal auch am Futterplatz aus. Sie angeln mit der Pfote nach den Futterbrocken und tragen sie teilweise herum, bevor sie woanders verzehren. Ebenso wird auch das Wasser an der Futterstelle in dieses Spiel einbezogen. Grund dafür ist der aufgestaute und nicht ausgelebte Jagdtrieb eurer Schleichjäger. Um den Jagdtrieb zu befriedigen, solltet ihr täglich mit euren Miniaturjägern spielen. Erstens leben sie den Jagdtrieb nicht am Futter aus, was eine riesige Sauerei in der Wohnung sein kann. Und zweitens haben sie nach dem ausgiebigen Spiel und körperlicher Aktivität ordentlich Appetit und Durst. Und sie fressen wieder ganz normal, ohne mit dem Futter zu spielen. Denn das gehört bei den Jagdphasen auch dazu. Schaut hierzu mal in unseren allerersten Teil rein. Entschuldigt die miese Qualität von damals, da war YouTube für uns noch ganz neu. Wenn die Plüschraketen dann erstmal trinken, haben sie die ungewöhnlichsten Methoden, das zu tun. Die Pfoten ablecken, im Wassernapf stehen beim Trinken, das Kinn eintauchen oder sich das Wasser über den Kopf in den Mund fließen lassen. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Die Schnurriputze machen dabei nicht nur eine urkomische Figur, sondern entwickeln regelrechte Marotten. Anjay, unsere kleine Glücksfee, taucht sein Kinn erst ausgiebig ins Wasser, bevor er zu trinken beginnt. Maya bevorzugte es, als feine Katze von Welt nur die Tatze einzutauchen und diese abzuschlecken. Arthur lässt sich als flauschiger Gourmet das Duschwannen- und Waschbeckenwasser schmecken. Warum die Fellraketen außergewöhnliche Trinkvorlieben haben, konnten wir euch nur zum Teil erklären. Doch das macht auch die Faszination der Feliden aus, nicht immer Ursachen der Verhaltensweisen dieser faszinierenden Geschöpfe komplett ergründen zu können. Sie haben ihren ganz eigenen Kopf. Und das war es mit dieser Folge von Fräulein Maja empfiehlt. Was meint ihr zum Thema ungewöhnliches Trinkverhalten? Schreibt's mir bitte in die Kommentare oder noch besser, schickt eure Miezen als Clips oder Fotos, wie sie gerade in den ungewöhnlichsten Posen Wasser trinken. Alle Infos zum in Ruhe lesen gibt's auch auf majaempfiehlt.de. Hier könnt ihr gern auch kommentieren. Daumen hoch und teilen bitte nicht vergessen. Im letzten Rätsel suchten wir den Rechen oder die Harke. Ihr Spitzenrätsler habt es wie immer herausbekommen. Super! Mal sehen, ob die nächste Aufgabe etwas für euch ist. Was ist nackter als nackt? So nackt, dass es knackt.
Wenn ihr wisst, was Maya sucht, schreibt's gern in die Kommentare. Die Auflösung gibt's nächste Woche. Und um künftig nichts mehr von den Fellnasen zu verpassen, abonniert doch kostenlos unseren Kanal und aktiviert die Glocke. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf euch.